Geduld ist keine Tugend bei Kunden. Ob ein Produkt, eine Idee, ein Geschäftsmodell akzeptiert wird oder nicht, entscheidet sich binnen Sekunden am Frontend, der Schnittstelle zwischen Anwender und Maschine. Das also, was der Mensch sieht und bedient. Was muss dieses Frontend können, um Maschinerie und Systeme dahinter ans Laufen zu bringen? Und was muss es bieten, damit es intuitiv und zufriedenstellend funktioniert? Das ist das Kerngeschäft von 7Well und darüber wollen wir reden mit dem Geschäftsführer Sascha Langfuß. Mein Name ist Ralf Schipanski, willkommen bei The Business Debate. Sascha Langfuß, wann haben Sie das letzte Mal eine Bedienungsanleitung gelesen? Das ist zum Glück schon eine Weile her, weil immer mehr Unternehmen auch erkennen, dass der Erfolg ihrer Produkte sehr stark davon abhängig ist, dass sie einfach und intuitiv zu bedienen sind. Das ist der Grund, warum wir uns auf diese Frontends, also entsprechende Konfiguratoren, Abschlussstrecken und Ähnliches fokussiert haben, weil da einfach doch ein deutlicher Nachholbedarf noch im Markt ist. Was heißt das für solche Frontend-Lösungen? Ist der Kunde verwöhnt? Naja, er ist gewöhnt an digitale Player wie ein Netflix oder ein Spotify, die einem das Ganze sehr einfach machen. Und Ähnliches erwartet er natürlich von seiner Bank, seiner Versicherung oder seinem Energieversorger. Das heißt, wenn Sie eine Schadenmeldung zum Beispiel aufgeben wollen bei Ihrer Versicherung oder eine Störungsmeldung bei Ihrem Energieversorger, dann möchten Sie sich nicht erst in ein neues System eindenken und einarbeiten müssen. Gerade in solchen Situationen, in denen man vielleicht emotional vorgespannt ist es für das Unternehmen sehr wichtig, möglichst wenig Hürden für den Nutzer aufzubauen, um so am Ende trotzdem noch eine positive Erfahrung für ihn zu bewerkstelligen. Das ist übrigens nicht nur für Endkunden relevant, sondern auch gerade in Vertriebs- und Serviceorganisationen, weil natürlich in der täglichen Arbeit mit Systemen das Frustrationspotenzial, wenn sie nicht so funktionieren, wie man es eigentlich erwartet, sehr hoch ist. Das kann gleichzeitig aber auch, wenn man es gut macht, ein Wettbewerbsvorteil sein. Wir haben zum Beispiel für einen Versicherer gerade sein Makler-Extranet neu konzipiert, weil es für ihn darum ging, die Arbeitsabläufe seiner Makler digital besser zu unterstützen und dadurch deren Bindung an das Unternehmen langfristig zu erhöhen. Nun ist ja so ein Frontend nur das, was rausschaut, sozusagen die Spitze des Eisbergs. Was da alles dranhängt, interessiert den Kunden ja gar nicht. Aber für ein Unternehmen, was hat den Vorrang? Für das Unternehmen sind beide Ebenen gleichbedeutend. Sie haben die Backends, die Kernsysteme, in denen die ganze Prozesslogik läuft, in denen die Prozesse verarbeitet werden. Diese Systeme sind sehr komplex, sie müssen stabil gehalten werden. Das sorgt eben dafür, dass die Entwicklungsgeschwindigkeit in solchen Systemen relativ langsam ist. Wenn Sie heutzutage vom Frontend denken, dann ist es so, dass Sie natürlich viel mehr unterschiedliche Zielgruppen haben und dadurch sehr viel mehr Anwendungsfälle und eine deutlich höhere Geschwindigkeit an den Tag legen müssen. Und dieses Gap zwischen Frontend und Backend kann man am besten lösen, indem man das Ganze technisch und organisatorisch voneinander trennt. Und wie funktioniert sowas in der Praxis? Klingt ja nicht gerade einfach. Das ist auch nicht zwingend einfach. Es ist so, dass wir an der Stelle uns genau darauf spezialisiert haben, diese Trennungen durchzuführen. Wir haben dafür auch eigene Technologieprodukte entwickelt, mit der man eben auf existierenden Systemen neue digitale Services konzipieren und umsetzen kann. Das hilft den Unternehmen deutlich schneller mit neuen Services in den Markt zu kommen und dadurch digitale Transformation für den Nutzer dann auch erlebbar zu machen. Wir nennen das den Digital Fast Track, weil wir konsequent immer von außen nach innen arbeiten. Das heißt, wir versuchen erst, uns in den Nutzer hineinzuversetzen. Was ist sein Bedürfnis? Was ist seine Motivationslage? Und wie können wir die bestmöglich erfüllen, ohne schon in internen Systemen oder Organisationsstrukturen zu denken, weil das oft den Blickwinkel deutlich verkleinert. Wohin entwickeln sich denn gerade diese Frontend-Lösungen? Reden wir da von Apps oder was kommt noch?
Apps sind auch eine Maßnahme, aber eigentlich sehen wir, dass das Ganze heutzutage sehr viel stärker in den Browser übergeht. Es geht darum, sogenannte Web-Applikationen zu bauen, die auf unterschiedlichsten Plattformen laufen können, weil es das eben sehr viel einfacher macht, die Entwicklungsgeschwindigkeit hochzuhalten und dort eben unterschiedlichste Plattformen bedienen zu können. Das wird umso wichtiger, wenn man weiterdenkt in Richtungen wie Augmented Reality und Virtual Reality, weil ich glaube, die Anzahl der digitalen Services, die Unternehmen zukünftig anbieten werden, wird nicht weniger, sondern eher dramatisch nach oben gehen. Über welche Halbwertszeiten reden wir da, um aktuell zu bleiben? Früher hat man immer gedacht, wenn man seine Webseite entwickelt hat, hat man erstmal die nächsten 3 bis 5 Jahre Ruhe. Heute geht es darum, das Ganze konstant weiterzuentwickeln. Das heißt, sie versuchen über sogenannte MVPs, über kleine Prototypen neue Services zu entwickeln und direkt mit den Nutzern zu verproben. Im Rahmen von agilen Methoden und Big Data Analysen dann diese Services kontinuierlich weiterzuentwickeln. Also es geht sehr stark darum, zu verproben, zu testen, auf Datenanalyse zu schauen, was macht der Nutzer mit den Systemen, ist das erwartungskonform und schaffen wir es, da ihn bei der Stange zu halten, weil je komplexer das Ganze wird, desto wichtiger ist es, das mit dem Nutzer zu tun. Verproben, testen Sie das auch an Versuchspersonen sozusagen oder vertrauen Sie Ihrer eigenen Nase? Naja, wir haben ja dadurch, dass wir uns auf das digitale Frontend spezialisiert haben und sehr genau wissen, wie der Nutzer in bestimmten Szenarien mit Systemen interagiert, einen klaren Vorteil. Aber trotzdem sind wir nicht in der Lage, uns in jeden hineinzuversetzen. Gerade wenn Sie neue Themen angehen, ist es deshalb umso wichtiger, von Anfang an aus der Kundenbrille oder Nutzerbrille zu denken und in möglichst frühen Stadien schon das Ganze mit Ihnen zu erproben, um dann auch sicher zu sein, dass Sie auf dem richtigen Weg sind, bevor Sie viel Geld in Entwicklung von Systemen gesteckt haben, die dann unter Umständen nicht genutzt werden. Sascha Langfuß, vielen Dank für Ihren Blick aufs Business und wir sehen uns wieder bei der nächsten Business Debate. Bis dahin.